Ich bin Andrea Taub. Seit fast 20 Jahren unterrichte ich Acrylmalerei. Hier zeige ich dir meine besten Techniken und Effekte für Anfänger und Fortgeschrittene. Also, lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ich euch heute was Schönes zeigen kann. Ich bin inspiriert von Farben des Frühlings, sage ich jetzt mal. Schaut mal, das ist hier ein Blau-Grauton, ein Himmelblau, ein schönes Pink-Violett, ein helles Grün, ein Mintton, ein Neonpink, ein venezianisch-rosa, ein schönes warmes Gelb und Weiß natürlich. Damit möchte ich jetzt gerne eine Fläche auf die Leinwand auftragen, also nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Pinsel und einem Zubehör. Und dafür habe ich mir, weil ich unter Umständen gleich auch einen frischen Pinsel brauche, habe ich mir einfach 2, 3 Stück hier hingelegt. Zubehör, Teile und alles, was ich hier benutzt habe, werde ich zusammenfassen zu einer Liste und die kann man sich dann in der Videobeschreibung anschauen und da gibt es auch einen Link zu meinem Shop, da kann man auch jeweils dann zum Video das jeweilige Zubehör kaufen, damit man nicht lange suchen muss und dann auch weiß, dass das die richtige Qualität ist. So, jetzt fangen wir aber an. Also das ist wirklich, die Technik ist wirklich auch für Anfänger geeignet, aber auch ein Fortgeschrittener wird merken, dass man damit unheimlich gut spielen kann. Man kann aus dem Bauch raus arbeiten, man muss nicht an einer gewissen Stelle gewisse Dinge tun. Deswegen finde ich das halt gerade auch für einen Anfänger total schön und ja, ich erkläre jetzt immer so ein bisschen, worauf man achten muss und fange einfach mal an. Ich habe hier ja meine Farbpalette, habe meinen Pinsel und starte einfach mal mit dem schönen Grünton. Ich gehe mit dem Pinsel in die Farbe rein, habe so einen, ich sage jetzt mal so haselnussgroßen Farbklecks auf dem Pinsel. Ich lege mal die Palette ein bisschen zur Seite. Ich schiebe mal mein Licht noch ein bisschen zur Seite. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Genau, so. Jetzt nehme ich die Folie und mal ganz bewusst über die Ecke, aber auch auf die Folie drauf, ganz locker, ruhig mit ein bisschen mehr Farbe. So, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Dann nehme ich die Folie weg, drehe sie um, weil wir möchten gerne diese Farbe nutzen als Effekt, legen das einfach irgendwo anders ab und haben somit direkt einen Abdruck und nehmen dann mal eine andere Farbe. Ich würde jetzt mal hier das Mint nehmen und machen das gleiche wieder. Immer so über die Ecke. Da vermischt sich so ein bisschen das Grün mit dem Mint und so soll das auch sein. Das wird ein unheimlich farbenfrohes Bild werden, aber das passt ja jetzt schön ins Frühjahr. Dann nehme ich das wieder weg. Ihr seht hier diesen kleinen Abdruck von der Ecke vom ersten hier. Den Abdruck seht ihr jetzt super. Und so geht es weiter. Ihr könnt wirklich aus dem Bauch raus arbeiten. Was schön ist, ist, wenn man immer hell, dunkel oder so ein bisschen im Farbkontrast arbeitet, dass man nicht nur die Grüntöne nimmt, dann verschwimmt das schnell, sondern einfach dann mal zwischendurch auch eine kontrastreichere Farbe. Aber das seht ihr jetzt alles. Schaut mir einfach zu, wie ich das mache. Ich glaube, da kann man ganz viel draus sehen und dann mache ich mal weiter mit Weiß. Am Anfang sieht das natürlich noch ein bisschen schräg aus, aber das wird schön, versprochen. Jetzt nehme ich mal einen Gelbton, einfach hier so drüber gehen und bewusst dann
diesen Abdruck zulassen an einer anderen Stelle. Und wieder umdrehen. Ich nehme nochmal einen neuen Pinsel und nehme mal einen hellblau. Wieder umdrehen. So, man braucht einige Pinsel, aber das ist ja nicht schlimm. Die kann man ja wieder auswaschen. Wunderbar. Jetzt nehme ich, glaube ich, mal hier so ein bisschen von dem Pink. Ich glaube, ich wende jetzt mal. Das macht man nämlich dann, wenn man so eine ganz andere Farbe nimmt, damit das nicht so eine komische Breifarbe wird. Nehme ich jetzt eine andere Ecke und mache halt hier quasi nur die Pinktöne oder Rosetöne. So, jetzt nehme ich wieder die Folie, drehe sie auch hier, genau das gleiche, wieder um, nehme den nächsten schönen Ton und ganz locker, ganz entspannt hier über die Folie auch malen, dass wir da auch genug Farbe haben, um den kommenden Abdruck zu gestalten. Nehme ich mal ein bisschen Neon. Ich liebe Neon. Ihr auch. Das gibt immer schöne Effekte. Also am Anfang, wie gesagt, sieht es immer noch ein bisschen komisch aus, aber es baut sich tatsächlich eine super Fläche auf, die durch diese verschiedenen, ja, die hat irgendwie Geradlinigkeit durch die vielen Ecken, die entstehen, aber auch durch die vielen Überlagerungen auch unheimlich Tiefe. Ich mag die Technik sehr gerne, weil man auch mal einfach frei drauf loslegen kann. Wie gesagt, für Anfänger super geeignet, um einfach mal loszulegen, auszuprobieren. Und auch Fortgeschrittene können da super was mit anfangen. Und wir machen einfach mal weiter hier. Ich habe einen Pinsel, den halte ich so ein bisschen heller. Das vermischt sich natürlich, das bleibt nicht aus, aber so ein bisschen kann man das steuern. Auch versuchen, nicht so klein, immer nur so vorsichtig über die Ecke, sondern richtig großzügig drüber die Folie integrieren und dann könnt ihr da auch nichts verkehrt machen. Ich nehme nochmal. Seht ihr das mit dem Abdrücken? Hier kann man das jetzt super sehen. So langsam, aber sicher nimmt das auch ein bisschen Struktur an. Wie gesagt, am Anfang muss man ein bisschen ja, sich überwinden und einfach machen. Und dann merkt man irgendwann, ach Mensch, hier sind schöne Farbkombinationen und so. Man kann dann entscheiden, das passt besser dazu. Nehme ich nochmal, hier ist ja so ein hellgelb, dann nehme ich, glaube ich, nochmal hellblau hier schön dazu. Jetzt ist wieder ein schöner Abdruck entstanden. Jetzt so langsam entwickelt sich das Bild und man muss halt einfach, es sind bestimmt noch 2, 3 Ebenen, die man so darüber legen kann, dass es wirklich ein schönes, spannendes Bild wird. Und einfach machen. Man kann ja immer wieder drüber einfach ausprobieren, was passiert. Wie gesagt, ihr dürft nicht das Umdrehen vergessen, damit die Abdrücke dann auch entstehen. Schaut mal, die Folie ist auch schon ein kleines Kunstwerk. Da kann man bestimmt mal irgendwas mit einer Collage machen. Auf jeden Fall hinterher nicht wegschmeißen. So, jetzt gehe ich hin und nehme mal Weiß dazu. Ist immer schön frisch, bleibt die Farben nicht. Man merkt, das Bild wird zu dunkel. Immer weiß, weiß, weiß. Das ist dann ein schöner Effekt. Jetzt gucke ich mal, dass ich ein bisschen Lücken schließe. Ich will euch da nochmal zeigen.
Schaut mal hier. Schöne Effekte da entstanden sind. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. So, ich drehe mir das mal. Wenn ich hier besser drankomme. Das Bild wird immer dichter und jetzt gehe ich ein bisschen kontrollierter vor und versuche so ein bisschen hier dann mit dem Pinsel auch mal Lücken zu schließen. Dann gehe ich aber mit der Folie drüber, mache wieder einen schönen Abdruck davon und lege dann die Folie woanders hin. Dann überträgt sich dann da die Farbe. So, man darf nur nicht zu früh aufhören, sondern muss tatsächlich gucken, dass alle Lücken geschlossen sind, damit das ein schönes Gesamtbild ergibt. So, wenn man genug Farbe hat, dann nehmen wir noch mal ein Hilfsmittel dazu. Und zwar sieht das auch total cool aus, weil man hat ja jetzt einige Farbflächen da drauf. Und dann kann man super einfach mal durch die Farbe ziehen, ohne dass man die Leinwand wegrutscht. So, durch die Farbe ziehen. Dann hat man natürlich hier so ein bisschen Farbwürste und die legen wir einfach irgendwo hin als Effekt und als kleinen Hingucker. Schaut mal, kann man das sehen? Ja, ne? Das finde ich da super schön. Also die Ecke hier wäre jetzt für mich schon schön. So. So, hier gucke ich nochmal mit ein bisschen Gelb. Wieder Weiß dazu. Also lasst euch da einfach ein bisschen vom Bauch her leiten. Hier mit den Abdrücken kann man super arbeiten und genau, man kann gar nicht genug Schichten übereinander legen. Man macht das so lange, bis es einem gefällt. Nur wie gesagt, nicht zu früh aufhören, dann sieht es doof aus. Ich nehme nochmal meinen Spachtel, versuche hier nochmal einen schönen Effekt und nehme wieder die Wurst, die dadurch das Abkratzen entstanden ist oder die Farbreste hier und lege die von mir aus hier nochmal schön an den Rand. Dann kriegt das Bild auch ein bisschen Halt. Nehme wieder den Spachtel. So kriegt das dann jetzt so eine schöne witzige Struktur mit so Zahnspachtel-Effekten. So, hier nehme ich nochmal den Zahnspachtel. Schaut mal, dann gehe ich kreuz und quer da rein. Oh, guck mal, da ist so eine schöne Vierecke entstanden. Die lasse ich jetzt auch. Und dann lege ich die Farbreste hier ab. Als Effekt. Schaut mal. So wird doch da langsam ein richtig tolles Frühlingsbild draus. Ich liebe nämlich Neon, habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber sag's halt nochmal, weil das so schöne Effekte gibt und mit dem hellblau und dem Rosé und so, das mag ich total gern. Ich versuche jetzt mal hier so ein Hinguckerfeld, also so in der Mitte so ein bisschen was zu machen. Und jetzt gehe ich wieder hin und lege die Farbreste. Wo lege ich sie denn hin? Ich glaube, einfach hier oben. Einfach so mehrere nebeneinander. Das ist auch schön. Es ist halt so ein bisschen, hat sich jetzt so ergeben, dass das so ein bisschen dieses Prinzip ist. Passt ja auch zu dem eckigen, diese eckigen und geradlinigen Effekte mit dem Zahnspachtel. So, hier oben, ich gucke immer so stückchenweise. Also hier unten bin ich sehr zufrieden.
Das gefällt mir total gut. Man muss nur achten drauf, dass dass es nicht zu einem großen Farbbrei wird. Immer wieder die Farben wechseln. Das kriegt ihr aber auch mit. Ist eine schöne Sauerei. Man macht sich ordentlich schmutzig dabei. Aber man kann auch Handschuhe anziehen oder wäscht sich einfach die Hände. Das geht natürlich auch. Genau. Was hier oben habe ich ja jetzt da nochmal die Farbe hingelegt. Relativ dick. Und dann gehe ich nochmal mit dem Spachtel hier so durch. Und auch nochmal so. Ich gucke, also, wie ich das mache, damit es schöne Vierecke gibt. So, jetzt drehe ich mir das nochmal. Ich bin sehr zufrieden. Schaut mal, das sind ja total schöne Farben entstanden. Schöne Effekte durch dieses Drehen von der Folie. Und durch den Zahnspachtel, finde ich, hat das Bild auch so ein bisschen ein Thema oder Struktur. Es ist halt nicht einfach nur eine bunte Fläche. Das gefällt mir echt gut von den Farben her. Super schön geworden. Man muss jetzt nur schauen, wie rum. Und, was ja auch immer ganz wichtig ist, wie wir den Rand machen. Ich bin ja immer, ich male den Rand immer sehr gerne mit und schaue mal, dass er schön zum Bild passt. Ich würde hier fast, weil ja natürlich schon sehr viel Farbe hier ja, vorhanden ist, würde ich fast hingehen. Nehme hier einen Haushaltsschwamm, frisches Weiß nehmen, bestück den Schwamm mit Weiß, bemal die Ränder, aber nicht nur die Ränder, sondern gehe so ein bisschen ins Bild rein. Schaut mal, wenn ich so über die Kante gehe und ein bisschen so das zulasse, dass ich da reinrutsche, dann kriegt das Bild ein bisschen so einen optischen Rahmen. Das macht bei dem Bunten natürlich auch was aus, weil es dann so ein bisschen Ruhe kriegt. Also wie so ein optischer Rahmen halt. Und das finde ich bei so Bildern, wo relativ viel Action drauf ist, finde ich das eigentlich sehr schön. Ruhig zweimal drüber gehen, sieht dann ein bisschen professioneller, ein bisschen ordentlicher aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Video gehabt, gesehen, wie die Technik funktioniert, was man Tolles machen kann mit einer einfachen Laminierfolie, ein paar Farbtönen und nochmal zusammengefasst, bitte darauf achten, wenn ihr das auch macht, dass ihr immer die Folie umdreht, damit Abdrücke entstehen und nicht zwischendurch verzweifeln und sagen, oh Gott, es sieht ja furchtbar aus. Tut es am Anfang tatsächlich, finde ich auch, aber es baut sich auf und umso dichter man wird, man trainiert auch so ein bisschen das Bauchgefühl, wo man guckt, wo kann ich noch was Helles, wo kann noch was Dunkles vielleicht hin und wie gesagt mit dem Zahnspachtel. Das fand ich jetzt so ganz pfiffige Sache, dass das nicht einfach nur eine bunte Fläche ist, sondern ein bisschen ein Muster hat und so kleine Hingucker. Also vielen lieben Dank für eure Zeit, für euer Zuschauen, für eure Likes, natürlich auch eure Abos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Macht's gut bis dahin. Ich freue mich auf euch. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Und ihr habt so richtig Bock, das jetzt auch mal auszuprobieren. Gutes Gelingen. Viel Spaß.